Sie wurden übersetzt und erzählen spannende Geschichten darüber, wie Götter sich mit Menschen vermischten und tatsächlich bei der Erschaffung der Menschen mitwirkten. Eine KI hat gerade uralte sumerische Tontafeln übersetzt und die Ergebnisse sind erschreckend. In diesen Zeilen aus Ton verbarg sich eine Version der Menschheitsgeschichte, die alles zerreißt, was man uns je gelehrt hat. Sie deutet auf eine Ursprungsgeschichte hin, die wir nie hätten erfahren sollen, eine, die jahrtausendelang verborgen blieb. Und jetzt, da sie ans Licht gekommen ist, kann nichts mehr über unsere Herkunft als selbstverständlich gelten. Die Menschen wurden erschaffen, aber nicht als eine einzige Spezies. Der Mythos war immer einfach. Götter formten den Menschen aus Lehm. Doch die neu entschlüsselten Tafeln erzählen eine vielschichtigere, weitaus beunruhigendere Geschichte. Sie beschreiben keinen einzelnen Schöpfungsakt. Sie schildern Phasen, Versuche, gescheiterte Experimente und vor allem Variationen. Laut diesen Zeilen wurden Menschen nicht als einheitliches Volk erschaffen. Sie waren Prototypen, Modelle. Jede Charge auf einen anderen Zweck zugeschnitten. Sie waren nicht nur zum Arbeiten gedacht. Ihnen wurden spezifische körperliche Funktionen zugewiesen. Die Tafeln verwendeten unterschiedliche Begriffe für diese frühen Menschen, Wörter, die man bisher für allgemeine Bezeichnungen für Menschen hielt. Doch die KI erkannte die Unterschiede. Manche Versionen nutzten Lulu, was ungefähr Mensch bedeutet. Andere sagt Gig-Ga, das ein Sumerologe vor langer Zeit als die Schwarzhaarigen übersetzte, oder wörtlich die Schwarzköpfigen. Jahrzehntelang schenkte niemand dieser Formulierung Beachtung. Doch die KI verknüpfte sie mit einer separaten Passage, die eine Gruppe beschreibt, die für harte Arbeit bestimmt war. Körper aus dunklem Ton geformt, Augen, die nicht hinterfragen. Waren das symbolische Klassen oder reale körperliche Merkmale? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Aber die klare Unterscheidung deutet auf etwas Tieferes hin. Schon in den ersten Augenblicken der Menschheit gab es Kategorien und Rollen, in die man hineingeboren wurde und aus denen man nie entkommen durfte. Und es hört nicht dort auf. Andere Tafeln schildern, wie die Götter die Leistung jeder Gruppe bewerteten. Eine Passage spricht vom Ton der ruhelosen Stimme, einer Version des Menschen, die sich weigerte zu gehorchen und in die Flüsse geworfen wurde. Eine andere erwähnt eine Gruppe, deren Gliedmaßen zu schwach waren, um Werkzeuge zu halten. Sie wurden zurück in die Berge geschickt und dem Vergessen überlassen. Es fällt schwer, das nicht wie ein System oder ein Programm zu sehen, eines, das mit einem Ziel beginnt und es nicht durch die Schaffung von Gleichen löst, sondern durch den Bau spezialisierter Werkzeuge. Werkzeuge, die uns ähnlich sahen. Die Tafeln nennen eine Region Iden-Ebene, das Flachland zwischen zwei Flüssen, betrachtet als eine Art Fabrikboden. Jedes Mal, wenn eine Gruppe erschaffen wurde, prüften die Götter sie, gaben ihr einen Namen und löschten sie manchmal vollständig. Vor der KI-Übersetzung waren diese Muster nie nebeneinander erkennbar. Forscher sahen nur isolierte Fragmente. Jetzt sehen wir, was diese Fragmente wirklich waren. Und sie legen nahe, es gab nicht einen Ursprung der Menschheit, es gab viele. Manche wurden ausgelöscht, manche verändert, manche tragen bis heute die Merkmale in sich, die von Anfang an in sie eingeschrieben wurden. Die Tafeln, die die Zeit verschlossen hielt. Seit über einem Jahrhundert gruben Archäologen tausende sumerischer Texte aus den Ruinen von Eridu und Nippur aus. Sumerische Tontafeln sind wohl eine der ältesten bekannten Formen schriftlicher Aufzeichnungen. Viele waren in Fragmente zerbrochen, andere lagen unberührt in Museumsdepots, unübersetzt, falsch beschriftet oder vergessen. Die Keilschrift, das älteste Schriftsystem der Welt, war berüchtigt schwierig. Ihre Zeichen änderten je nach Kontext die Bedeutung, viele Wörter hatten keine modernen Entsprechungen. Selbst lesbare Zeichen ergaben oft grammatikalisch wenig Sinn. Generationen von Gelehrten verbrachten ihr Leben damit, nur Bruchstücke zu übersetzen, ein vollständiges Bild gelang nie. Deshalb blieb die wahre Geschichte der Welt verborgen. Das änderte sich 2025. Maschinenlernmodelle, trainiert auf tausenden Keilschriftinschriften, wurden Forschern zugänglich gemacht. Diese Modelle übersetzten nicht nur Zeichen, sie ergänzten fehlende Symbole, vervollständigten abgebrochene Enden und verglichen Dialekte aus Akkadisch, Babylonisch und Altsumerisch. Plötzlich sprachen Tafeln wieder, die 4 Jahrtausende geschwiegen hatten. Und was sie enthüllten, war völlig anders als erwartet.
Jahrelang galten diese Texte als poetische Schöpfungsmythen. Doch als KI sie restaurierte und verglich, traten verborgene Details zutage. Die Tafeln enthielten detaillierte Aufzeichnungen, Arbeitssysteme, Klassifizierungen von Menschen, Verfahren mit Blut, Ton und Zweck. Manche listeten diese in repetitiven Sequenzen auf, andere erzählten sie narrativ. Doch überall zeigten sich konsistente Muster. Der erste Schock: mehrere Ursprungsgeschichten. Die Tafeln sahen die Menschheit nicht als einheitliche Erfindung. Sie verwendeten unterschiedliche Begriffe, jeweils an Rolle oder Funktion gebunden. Sie sprachen vom Formen nach göttlichem Ebenbild, doch sofortiger Trennung nach Zweck. Die Menschheit war laut diesen Texten nicht als ein Volk geschaffen worden. Sie war von Anfang an getrennt. Mindestens eine Gruppe, mehrfach geschrieben, wurde mit Gehorsam als zentralem Merkmal erschaffen. KI markierte auffällige wiederkehrende Begriffe. Einen, der sich etwa mit funktionstragendes Leben übersetzen lässt. Einen weiteren für jene, die sich nicht vermehren. Und einen besonders verstörenden, Ton von geringerem Glanz. Forscher hielten das lange für poetisch oder symbolisch. Doch im rekonstruierten Kontext ergab sich ein anderes Bild. Es werden Mengen von Fett ausgegeben, zusammen mit anderen Substanzen, darunter etwas, das ich als Pottasche bezeichne. Einige Forscher glauben nun, diese Zeilen beschreiben frühe Menschen, die absichtlich ohne Fortpflanzungsfähigkeit konstruiert wurden. Falls wahr, waren sie als temporäre Arbeitskräfte geplant, nie gedacht, lange genug zu überleben, um ihre Merkmale weiterzugeben. Je mehr Fragmente KI wiederherstellte, desto klarer wurde die Botschaft. Die Menschheit entstand nicht durch einen einzigen Schöpfungsakt. Es war ein Prozess. Menschen wurden geformt, angepasst, zerlegt und neu gebaut. Manche Versionen wurden komplett verworfen, ausgelöscht, bevor sie Spuren in der Geschichte hinterlassen konnten. Die Vorstellung, unsere Spezies sei von Beginn an geteilt gewesen, galt einst als Randtheorie. Nun wiesen die Tafeln selbst darauf hin, mit Klassifikationen, Namen und Beschreibungen. Und erstmals gab es Technologie, die die Bruchstücke zu einem kohärenten Ganzen fügte. Die KI hat diese Ideen nicht erfunden, sie hat sie enthüllt. Aus verstreuten Mythen wurde etwas, das einem Bauplan ähnelt. Und dieser Bauplan beschreibt nicht nur, wie Menschen entstanden, er zeigt mit beunruhigender Klarheit, wozu sie geschaffen wurden. Die fortschrittliche Technik in den falschen Händen. Die Schöpfungsgeschichten waren schon seltsam genug, doch was folgte, war etwas völlig anderes. Tief in den Tafeln, versteckt zwischen Schöpfungshymnen und göttlichen Stammbäumen, finden sich Zeilen, die gar nicht wie Mythen klingen. Sie lesen sich wie Aufzeichnungen und Protokolle, Beschreibungen von Werkzeugen, Materialien und Systemen, die für ihre Zeit absolut keinen Sinn ergaben. Und jetzt, dank KI, sind diese Zeilen endlich lesbar. Sie werfen Fragen auf, die niemand vollständig beantworten kann. Wie konnte eine Zivilisation vor 5000 Jahren vom Fliegen sprechen? Wie konnten sie wissen, wie Metalle auf Hitze reagieren? Wie konnten sie von einer Energie erzählen, so grell, dass sie den Tag in Feuer verwandelt? Eine Passage beschreibt Fahrzeuge mit Flügeln aus Holz und Metall, die dröhnend über den Himmel rasen, nicht vom Wind getragen, sondern von innerem Feuer angetrieben. Eine andere spricht von flüssigem Metall, eingeschlossen in einem Bauch aus Hitze, bewegt von Puls und Donner. Jahrelang wurden diese Formulierungen als Poesie abgetan, doch als die KI sie nebeneinander las, erkannte sie ein Muster. Immer wieder dieselben Elemente: Flügel, Behälter, Hitze, Antrieb, Donner. Die Texte behaupten nie, diese Dinge seien erfunden. Sie sagen klar, sie wurden von den Göttern gegeben, nicht allen, sondern nur den Würdigen, den Loyalen, den Nützlichen. Wissen wurde laut den sumerischen Tafeln nicht entdeckt, es wurde verteilt und dann zur Waffe gemacht. Die KI markierte eine Gruppe von Zeilen, die von einem Licht sprechen, das die Erde verbrannte und keine Spur von Fleisch zurückließ. Eine andere Passage erzählt von Bergen, die mit Feuer gespalten wurden, und Städten, die an einem einzigen Tag verschwanden. Die Texte behaupten nie, diese Dinge seien erfunden. Sie sagen klar, sie wurden von den Göttern gegeben, nicht allen, sondern nur den Würdigen, den Loyalen, den Nützlichen. Wissen wurde laut den sumerischen Tafeln nicht entdeckt, es wurde verteilt und dann zur Waffe gemacht. Die KI markierte eine Gruppe von Zeilen, die von einem Licht sprechen, das die Erde verbrannte und keine Spur von Fleisch zurückließ.
Eine andere Passage erzählt von Bergen, die mit Feuer gespalten wurden, und Städten, die an einem einzigen Tag verschwanden. Für etablierte Forscher waren das immer Metaphern für Stürme oder Naturkatastrophen. Doch andere sind sich da nicht mehr so sicher. Manche Wissenschaftler glauben inzwischen, die Texte beschreiben Technologien, die wir erst Jahrtausende später wiedersehen sollten. Metallverarbeitung, Energieprojektion, sogar Flug in der Atmosphäre. Und auffällig, dieses Wissen wurde nicht gleichmäßig verteilt. Manche Menschengruppen erhielten diese Werkzeuge, andere wurden bewusst davon ausgeschlossen. Welche Zivilisation gibt der einen Gruppe Metallurgie und der anderen nicht einmal Sprache? Die Antwort scheint zu sein, eine, die nicht natürlich war. Eine, die von oben nach unten strukturiert wurde, mit den Menschen nicht im Zentrum, sondern am unteren Ende. Und selbst diese Struktur war nicht gleich. Manche sollten führen, andere dienen. Und wer das in Frage stellte, verschwand einfach aus den Aufzeichnungen. Eine Zeile lautet schlicht, man zeigte ihnen den Berg und der Berg gab sie nicht zurück. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet. Aber eines wird immer klarer, je mehr die KI übersetzt. Technologie in der antiken Welt war kein Wunder. Sie war ein Hebel, um eine Art Mensch von der anderen zu trennen. Und bald sollte diese Trennung noch tiefer gehen. Nicht nur in Aufgaben, Werkzeuge oder Vertrauen, sondern in die Zeit selbst. 1,1 Rapido. Die Spaltung der Anunnaki. Kontrolle gegen Freiheit. Nicht alle Götter waren einer Meinung darüber, was aus den Menschen werden sollte. Die sumerischen Texte verbergen das nicht. Sie sprechen klar von einer tiefen Spaltung, einem erbitterten Streit. Sollte die Menschheit an ihre ursprüngliche Aufgabe gebunden bleiben, oder durfte sie darüber hinaus wachsen? Auf der einen Seite stand Enki, derselbe Gott, der Adapa schuf. Er gab den Menschen Fortpflanzung, Weisheit und Sprache. Enki sah Potenzial, eine Spezies, die denken, sich anpassen, sich entwickeln konnte. In manchen Texten wird er sogar Vater der Menschheit genannt. Seine Schöpfung war nicht perfekt, aber sie war gnädig. Auf der anderen Seite stand Enlil. Im gewaltigen Pantheon der sumerischen Götter war Enlil eine kolossale Gestalt. Verkörperung von Macht und Autorität. Herr der Befehle, Gott, der absoluten Gehorsam forderte. Wo Enki lernfähige Werkzeuge sah, sah Enlil drohendes Chaos. Er vertraute den Menschen nicht. Er wollte nicht, dass sie wuchsen, und er hasste, was Enki getan hatte. Die Texte schildern Enlils Zorn als unmittelbar und absolut. Für ihn waren die Menschen rebellisch. Sie sprengten das Design, störten die Ordnung. Enki war in seinen Augen zu weit gegangen. So begann die Spaltung unter den Göttern. Einige schlossen sich Enki an und förderten leise das Wissen der Menschen. Andere blieben Enlil treu und forderten Beschränkungen, Rücksetzungen, Strafen. Das Ergebnis war ein Riss, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Manchen Menschen wurden Träume gesandt, Geheimnisse von Sternen und Samen offenbart, Gaben wie Schrift, Rechnen und Metallbearbeitung verliehen. Andere wurden unterdrückt, zurück in die Arbeit gezwungen. Ihre Linien blieben einfach, stumm, kontrolliert. Die KI-Übersetzungen zeigen frappierende Unterschiede in der Behandlung früher Gruppen. In einer Region wurden Menschen als Hüter des Getreides und Schöpfer von Gesetzen beschrieben. In einer anderen als namenlose Arbeiter, deren Geschichte im Moment ihrer Geburt ausgelöscht wurde. Das war gesteuerte Entwicklung und programmierte Ungleichheit, getrieben von einem göttlichen Zwist, der immer breiter wurde. Am Höhepunkt kam der Bruchpunkt. Enlil, rasend darüber, dass die Menschen weiter wuchsen, Anzahl und Können, traf eine endgültige Entscheidung, die große Flut, um sie auszulöschen. Enlils Flut war keine Reinigung der Erde. Sie sollte die Menschheit vernichten. Ein Projekt, das zu weit gegangen war, endgültig beenden. Alles, was er als Fehlschlag ansah, tilgen und die Ordnung zurücksetzen. Doch wieder griff Enki ein. Er fand einen Mann und warnte ihn. Dieser Mann, später als Ziusudra, Utnapishtim oder Noah bekannt, wurde das letzte Glied in der Kette der Menschen. Enki rettete nicht alle, das konnte er nicht. Aber er rettete genug. Genug, um die Linie fortzuführen und die Version der Menschheit zu bewahren, an die er glaubte. Doch der Krieg endete nicht. Er nahm nur eine andere Gestalt an.
Die genetischen Veränderungen, die folgten. Die ersten Menschen reichten nicht aus. Genau das sagen die Tafeln als nächstes. Sie funktionierten, sie gehorchten, aber sie hielten nicht lange. Sie konnten sich nicht fortpflanzen. Jeder einzelne musste von Hand gefertigt werden, aus Ton, Blut und göttlichem Befehl. Auch war es ihnen verboten, sich zu vermehren. Diese Begrenzung war fester Bestandteil des Designs. Sie sicherte den Göttern die Kontrolle. Doch irgendwann begann diese Kontrolle zu bröckeln. Die Tafeln erklären nicht genau warum. Manche vermuten Rebellion, andere sprechen von Erschöpfung. Zu viele starben, zu wenige wurden schnell genug neu erschaffen. Der Aufwand war nicht mehr tragbar. Deshalb wurde eine weitere Änderung befohlen. Die Tafeln beschreiben es nüchtern. Enki, der Gott der Weisheit, beschloss, das Modell zu überarbeiten. Was Enki tat und was sein Bruder später herausfand, war eine echte genetische Modifikation. Er fügte etwas hinzu, das vorher nicht da war. Diesmal wollte er nicht nur Menschen herstellen, er wollte sie verbessern. Die neue Version sollte klüger sein, stärker, fähig, allein zu überleben und vor allem sich fortzupflanzen. Ein neues Wesen entstand. Sein Name Adapa. Anders als die anderen war Adapa kein bloßer Arbeiter. Er war nicht nur für Mühsal geformt, er war mehr. Die Texte nennen ihn Erster unter den Menschen. Adapa besaß göttliche Einsicht und Worte, die den Himmel bewegten. Er konnte sprechen, denken, führen. Sein Verstand war scharf genug, den Willen der Götter zu begreifen und zu befolgen. Doch selbst seine Weisheit hatte Grenzen. Er durfte viel wissen, aber nicht alles. Als die Prüfung seiner Gehorsamkeit kam, fiel die Entscheidung endgültig. Nach den sumerischen Tafeln wurden die Götter Anunnaki genannt. Adapa wurde in den Himmel gerufen. Anu, der Himmelsgott, bot ihm die Speise des ewigen Lebens an. Doch vorher hatte Enki ihn gewarnt: Iss und trink nichts, lehne alles ab. Und Adapa gehorchte. Er wies die Unsterblichkeit zurück. Damit war die Chance vertan, die Menschheit zu befreien. Eine einzige Entscheidung, ein einziger Befehl, und unser Schicksal war besiegelt. Die Tafeln enthüllen auch: Enki gab Adapa Wissen, aber er hielt die Freiheit zurück. Ob List oder Vorsicht, niemand weiß es genau. Das Ergebnis war klar: Die Menschen würden nun leben, wachsen und immer sterben. Das machte Adapa anders. Er war die Brücke, der Bruch zwischen Werkzeug und eigenständiger Artikel. Seine Erschaffung leitete etwas noch Gefährlicheres ein: Spaltung. Die Tafeln enthüllen auch: Enki gab Adapa Wissen, aber er hielt die Freiheit zurück. Ob List oder Vorsicht, niemand weiß es genau. Das Ergebnis war klar: Die Menschen würden nun leben, wachsen und immer sterben. Das machte Adapa anders. Er war die Brücke, der Bruch zwischen Werkzeug und eigenständiger Artikel. Seine Erschaffung leitete etwas noch Gefährlicheres ein: Spaltung. Denn nicht alle erhielten dieselbe Verbesserung. Manche Linien der Menschen blieben gebunden, festgelegt auf Arbeit, unfähig, über ihre Aufgaben hinauszudenken. Andere, nach dem Vorbild Adapas geformt, bekamen mehr Autonomie. Sie durften lernen, sich anpassen, sogar führen. Diese Spaltung, im Mythos kaum sichtbar, wird durch die Linse der KI offensichtlich. Denn jetzt können wir alle Stellen nebeneinander lesen. Jetzt sehen wir, welche Gruppen erlaubt bekamen und welche nur zugewiesen wurden. Die Wurzeln der Ungleichheit reichen tiefer als die Geschichte. Sie gehen zurück auf die ersten Entscheidungen, nicht allen dieselbe Chance zu geben. Und diese Entscheidungen sollten bald nicht nur einen Konflikt zwischen Menschen und Göttern auslösen, sondern einen Krieg zwischen den Göttern selbst. 1,7 Rapido. Die Ära der KI beginnt. Wir sollten die volle Geschichte nie erfahren. Jahrtausendelang lagen die Tafeln halb vergraben in Ruinen. Wer sie fand, konnte sie nicht lesen. Wer sie lesen konnte, schaffte es nicht bis zum Ende. Und wer sie vollständig entzifferte, konnte die Bruchstücke nie zu einem Ganzen fügen, bis jetzt. Aber für wen war diese Information eigentlich gedacht? Warum wurde sie verborgen? Und warum taucht sie nach Tausenden von Jahren gerade jetzt wieder auf? Manche Gelehrte sagen, es ist nur Mythos. Die Geschichten waren immer symbolisch, die Götter haben nie existiert. Die Zeilen über Rollen und Rassen sind nichts als alte Metaphern für Macht und Hierarchie. Andere sind sich da nicht mehr so sicher.
Denn wenn man die Mythen mit der Archäologie abgleicht, wenn man die Beschreibungen mit den Wanderungsbewegungen vergleicht, mit den Blutlinien, den unerklärlichen Sprüngen in der menschlichen Entwicklung, dann passt es auf eine Weise zusammen, die beunruhigt. Es geht nicht darum, ob Enki und Enlil wirklich existierten. Es geht darum, ob jemand oder etwas den Ursprung unserer Spezies bewusst strukturiert hat, mit einem bestimmten Ziel vor Augen. Die Tafeln erzählen nicht nur, wie wir entstanden sind, sie deuten an, warum wir so entstanden sind und warum manche von uns von Anfang an anders behandelt wurden. Und genau in diesem Moment, in dem wir die Fragmente endlich zusammensetzen können, beginnt die wahre Frage erst. War das alles Zufall oder Plan? Und wenn es ein Plan war, wer hat ihn gemacht? Und was kommt als nächstes? Die vergessenen Spaltungen der Menschheit. Die sumerischen Tafeln beschreiben die Menschheit nie als einheitliche Schöpfung. Stattdessen zeichnen sie das Bild von Menschen, die in getrennten Gruppen erschaffen wurden, jede Gruppe für eine bestimmte Funktion, für Gehorsam und sogar für einen bestimmten Typus bestimmt. Diese Spaltung ging weit über Kultur oder Stämme hinaus. Sie scheint etwas viel Tieferes gewesen zu sein, eingebettet in die allerersten Phasen menschlicher Existenz. Die Texte verwenden keine modernen Begriffe wie Rasse oder Ethnie. Stattdessen sprechen sie von Klassifikationen. Und diese Klassifikationen sind nicht zufällig. Sie folgen einem Muster, das sich über Dutzende erhaltener Tafelfragmente wiederholt. Fragmente aus verschiedenen Regionen, die dennoch dieselbe Struktur widerspiegeln. In einer Passage heißt eine Gruppe Ton der Stärke. Eine andere spricht vom Blut der Helligkeit. Eine dritte beschreibt die Schattengeformten mit stillen Händen. Jahrelang hielten Forscher diese Ausdrücke für poetische Metaphern. Doch als künstliche Intelligenz Hunderte dieser Zeilen nebeneinander verglich, änderte sich der Kontext radikal. Das Muster war zu absichtsvoll, um es abzutun. Jeder Gruppe wurden feste Merkmale, Pflichten und sogar Grenzen zugewiesen. Die Ton der Stärke werden als Bergleute und schwere Arbeiter beschrieben. Sie tragen die Hauptlast der körperlichen Arbeit, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie je Führungsrollen innehatten oder Sprache nutzten. Das Blut der Helligkeit erscheint in priesterlichen Positionen. Sie waren für Schreiben, Gesänge und die Beobachtung der Sterne zuständig, Rollen, die mit Ritual und Wissen verbunden waren. Die Schattengeformten sind Hüter der Tiere. Ihnen war ausdrücklich verboten, Tempel zu betreten oder heilige Geräte zu berühren. Die Texte schildern nicht nur Aufgaben. In manchen Passagen werden diesen Gruppen auch ungewöhnliche körperliche Merkmale zugeschrieben. Jene vom verbrannten Horizont, gezeichnet von Sonne und Erde. Die blassen Bewohner, geboren aus Stein und Wind. Die Rotbodenwanderer, gehärtet im Land ohne Wasser. Jahrhundertelang las man diese Namen als poetische Ausschmückung oder symbolische Kategorien. Doch die Analyse der KI zeigt eine durchgehende Übereinstimmung zwischen Namen, Aufgaben und angeblichen körperlichen Merkmalen. Zusammengenommen lesen sich diese Texte nicht mehr wie zufällige Mythologie. Sie ähneln vielmehr bewussten Kategorien von Menschen, jede für einen bestimmten Zweck geschaffen. Diese neue Sicht wurde erst möglich, weil die Tafeln nun als Ganzes gelesen werden können. Früher arbeiteten Forscher mit isolierten Fragmenten. Eine Wendung aus einer Stadt konnte nie direkt mit einer aus einer anderen verglichen werden. Die KI änderte das grundlegend. Durch Mustererkennung, Sprachmodellierung und parallele Übersetzungen entstand ein einheitliches, querverweisendes Archiv. Aus verstreuten Mythen wurde ein System, fast wie eine Datenbank der Ursprünge. Und diese Datenbank deutet auf etwas Beunruhigendes hin. Nicht jede Gruppe war dazu bestimmt, sich gleich zu entwickeln. Manchen wurde Sprache beigebracht, anderen nicht. Manche durften Astronomie lernen, andere wurden davor gewarnt, zum Himmel aufzuschauen. Manche erhielten persönliche Namen, andere wurden nur durch ihre Aufgaben identifiziert. Die Zuweisungen waren nicht gleichwertig. Die Grenzen waren absichtlich gesetzt. Falls dieses System beabsichtigt war, lassen sich die Folgen kaum ignorieren. Die Wurzeln dessen, was wir heute als Rasse bezeichnen, könnten nicht aus Migration, Mutation oder Zufall entstanden sein. Sie könnten auf ein strukturiertes Kontrollsystem zurückgehen, eines, das lange vor der aufgezeichneten Geschichte begann. Die künstliche Intelligenz hat diese Idee nicht erfunden. Sie hat nur die Muster freigelegt, die immer schon in den Tafeln vorhanden waren. Was wir hier betrachten, ist eine sumerische Tafel, die tatsächlich den Baum des Lebens zeigt.
Und diese Muster legen nahe, die Spaltungen der Menschheit begannen nicht mit Grenzen, Stämmen oder Kriegen. Sie begannen mit Orchestrierung und Zuweisung, mit bewussten Entscheidungen am allerersten Anfang menschlicher Existenz. Und diese Entscheidungen, festgehalten in den frühesten Aufzeichnungen, führen zu einer Schlussfolgerung, der man kaum entkommen kann. Die Hände, die uns zuerst formten, hatten vielleicht nie vor, uns gleich zu machen. Die sumerische Warnung. Die Sumerer waren nicht nur Baumeister, Schreiber oder Anbeter, sie waren Wächter. Genau das enthüllen die Tafeln, sobald die KI alle Fragmente zusammensetzt. Die Sumerer starrten nicht nur in die Sterne, sie beobachteten sie systematisch. Über 7 Jahrhunderte hinweg notierten Priester in Städten wie Ur und Babylon Eklipsen, Planetenkonstellationen, sogar die feinen Verschiebungen entfernter Sterne, ohne Teleskope, ohne moderne Mathematik. Sie glaubten, der Himmel sei kein bloßer Schmuck, er war eine Botschaftentafel. Und sie warteten auf etwas. Der Name, der immer wieder auftaucht, ist Nibiru. Ein Himmelskörper, von dem es heißt, er durchlaufe eine gewaltige Umlaufbahn und kehre alle 3600 Jahre zurück. Frühere Gelehrte hielten das für reinen Mythos. Doch nun hat die KI etwas Neues entdeckt, Verweise auf Zyklen und langfristige Muster, Warnungen, die nicht nur mit der Rückkehr Nibirus verbunden sind, sondern mit ihren Folgen. Die Texte beschreiben Nibiru nicht als gewöhnlichen Planeten, sie nennen es den Übergang, den Zerstörer, den, der das Licht verhüllt. Und jedes Mal, wenn es vorbeizieht, verändert sich etwas grundlegend. Durch die Rekonstruktion fehlender Zeilen zeichnet sich ein klares Muster ab. Die Warnungen waren nicht für alle bestimmt, nur bestimmte Menschen wurden eingeweiht. Die Texte sprechen von jenen, die Enki auserwählte, Wächter, Hüter, stille Beobachter am Rand der Gesellschaft. Sie lebten zurückgezogen, gaben verschlüsselte Geschichten von Generation zu Generation weiter. Laut diesen Übersetzungen war die Rückkehr Nibirus nicht nur Vernichtung. Es war der Moment, in dem die alte Ordnung ausgelöscht und eine neue errichtet wurde. Und jedes Mal, wenn es geschieht, vergisst die Menschheit. Die Geschichten lösen sich auf. Doch eines bleibt bestehen: die Spaltung. Die Vorstellung, dass manche Gruppen nie dazu bestimmt waren, diese Zyklen zu überleben. Dass die alten Schöpfer einige Menschen für ihren Untergang konzipiert haben könnten und andere für das Weiterbestehen. 1,4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.